Nicht Lärm macht dich müde. Nicht dein Terminkalender, nicht dein Handy. Es sind Menschen, und zwar auch die, die du magst. Das klingt hart, ist aber messbar. Dein Gehirn behandelt jeden Menschen im Raum als offene Rechenaufgabe, die es nicht schließen darf. Wir gehen heute 7 Strategien durch, mit denen du diese Rechnung senkst. Und die vorletzte verändert alles. Bevor wir loslegen, brauchst du eine Sache im Kopf, nämlich, warum Menschen dich anders erschöpfen als jeder Lärm, jeder Termin und jedes Handy. Ein voller Bahnhof ist anstrengend, ein Wald bei gleicher Lautstärke nicht. Der Unterschied ist erschreckend simpel. Dein Gehirn ignoriert Bäume. Menschen kann es nicht ignorieren. Sobald jemand in deiner Nähe ist, startet ein Programm, das du nicht abschalten kannst. Es fragt pausenlos: Was will der? Wie ist die Stimmung? Bin ich hier sicher? Dein Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Sie berechnet ununterbrochen, was als nächstes passiert. Bei einem Baum ist das leicht. Bei einem Menschen ist es ein Rechenmonster. Denn ein Mensch kann seine Meinung ändern, lügen, dich mögen, dich ablehnen. Jede Sekunde muss dein System die Prognose neu aufstellen. Und wenn dein Nervensystem feiner filtert als der Durchschnitt, kommt einfach mehr durch. Du hörst die Mikropause vor einer Antwort. Du merkst, wenn ein Lachen eine Sekunde zu spät kommt. Forschung zur sensorischen Verarbeitungssensibilität beschreibt genau das. Bei etwa jedem 5. Menschen reagieren Hirnareale für Wahrnehmung und Empathie messbar stärker auf soziale Signale. Mehr Daten pro Minute heißt mehr Stromverbrauch. Das ist keine Störung, das ist ein anderes Gerät. Und genau dieses Gerät bekommt jetzt 7 Einstellungen. Strategie 1. Die 3 Sekunden, die dir gehören. Zwischen dem, was dich trifft und dem, was du daraus machst, liegt eine Lücke. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie existiert. Diese Lücke ist ungefähr 3 Sekunden lang. In dieser Zeit ist dein Gefühl schon da, deine Reaktion aber noch nicht festgelegt. Physiologisch ist das messbar. Eine hochgefahrene Stressreaktion braucht ihre Zeit, bis sie den Körper wirklich flutet. In den ersten Sekunden hast du noch Zugriff auf deinen präfrontalen Kortex. Danach nicht mehr. Danach übernimmt das schnelle System und du hörst dir selbst beim Reden zu, als wäre jemand anders am Steuer. Der Trick klingt lächerlich banal. Wenn dich jemand trifft, atme einmal aus, bevor du antwortest. Nicht ein, aus. Das Ausatmen ist der Teil, der deinen Puls senkt. Ein langer Ausatmen ist eine direkte Nachricht an dein Nervensystem. Wir sind nicht in Gefahr. Und in dieser einen Sekunde entscheidest du, ob du reagierst oder antwortest. Reagieren heißt, der andere hat die Fernbedienung. Antworten heißt, du hast sie. Der Reiz wird dadurch nicht kleiner, aber er trifft nicht mehr ungebremst auf. Nur bringt dir die beste Pause nichts, wenn dein Kopf schon vorher voll war. Strategie 2. Bau dir einen Raum, den keiner betreten kann. Das klingt zuerst nach Esoterik. Ist es aber nicht, denn dein Gehirn unterscheidet erstaunlich schlecht zwischen einer erlebten und einer intensiv vorgestellten Szene. Deshalb schwitzt du bei einem Albtraum. Deshalb geht dein Puls hoch, wenn du dir ein Gespräch ausmalst, das noch gar nicht stattgefunden hat. Die Chemie ist dieselbe. Und genau das kannst du in die andere Richtung nutzen. Such dir einen Ort, der für dich nach Sicherheit riecht. Ein Zimmer, ein Waldstück, ein Küchentisch, an dem nie geschrien wurde. Geh da einmal in aller Ruhe durch. Was siehst du? Was hörst du? Wie ist das Licht? Wie riecht es? Je mehr Sinne, desto stabiler das Bild. Wenn du diesen Ort ein paar Mal im ruhigen Zustand aufgebaut hast, wird er zu einem Schalter. Später reicht ein Gedanke daran und dein Körper folgt. Wichtig ist die Reihenfolge. Du übst das nicht mitten im Chaos zum ersten Mal. Du übst es, wenn es dir gut geht, damit es funktioniert, wenn es dir schlecht geht. So wie ein Feuerwehrmann den Griff zum Schlauch nicht im brennenden Haus lernt. Das ist deine innere Festung. Und die brauchst du, weil manchmal einfach keine Zeit zum Nachdenken bleibt. Strategie 3. Die Notbremse für den Moment, in dem es kippt.
Es gibt diesen Punkt mitten im Meeting oder mitten im Familienbesuch, wo dein Kopf anfängt zu rauschen. Alles wird laut, alles zu viel, du bist gedanklich schon halb aus dem Raum. An diesem Punkt hilft dir keine Philosophie. Da brauchst du etwas Mechanisches. Und das läuft über deine Sinne. Nenn dir innerlich 5 Dinge, die du siehst, 4, die du hörst, 3, die du auf der Haut spürst, 2, die du riechst, 1, die du schmeckst. Warum funktioniert dieser Kinderkram? Weil er Ressourcen klaut. Detaillierte Wahrnehmung und Katastrophenprognose greifen auf dieselbe begrenzte Rechenleistung zu. Wenn du dein System zwingst, Details in der Gegenwart zu zählen, hat es schlicht weniger Kapazität für die Frage, was alles gleich schief gehen könnte. Der Alarm verstummt nicht sofort. Aber er wird leiser. Und leiser reicht völlig, um wieder handlungsfähig zu sein. Das Beste daran ist, dass niemand es merkt. Du sitzt mit am Tisch, du nickst und innerlich fährst du dein ganzes System herunter. Aber Notbremsen sind Notfälle. Viel klüger wäre es, gar nicht erst so weit zu kommen. Strategie 4. Hör auf, deine Woche in Stunden zu planen. Denn hier steckt ein Denkfehler, den fast alle machen. Wir planen nach Zeit. Dein Nervensystem rechnet aber nicht in Zeit, es rechnet in Aufwand. Ein 3-stündiges Abendessen mit Menschen, bei denen du dich nicht erklären musst, kann dich vollständig aufladen. 20 Minuten mit einer bestimmten Person können dich für den Rest des Tages ausschalten. Trotzdem steht in deinem Kalender bei beidem nur eine Uhrzeit. Nirgends steht, was es dich kostet. Also stell dein Konto um. Nicht Minuten, sondern Energieeinheiten. Manche Termine kosten 2, manche kosten 40. Und die 40er stehen bei den meisten Menschen völlig unauffällig zwischen 2 anderen Terminen. Wenn du das einmal aufschreibst, siehst du sofort Muster. Du legst den teuren Termin nicht mehr auf denselben Tag wie die Präsentation. Du planst nach dem Familientreffen bewusst nichts mehr ein. Nicht, weil du empfindlich bist, sondern weil du rechnen kannst. Nur gibt es hier eine Falle, in die fast jeder rutscht, der das zum ersten Mal versteht. Denn wenn Menschen dich zuverlässig auslaugen, ist die naheliegendste Antwort: weniger Menschen. Und das funktioniert. Erschreckend gut. Kurzfristig. Du sagst 2 Termine ab und atmest auf. Du sagst 4 ab und es geht dir noch besser. Und irgendwann sagst du alles ab. Das Problem ist, dein Nervensystem lernt bei jeder Absage etwas dazu. Es lernt. Das war offenbar gefährlich, deshalb sind wir ausgewichen. Gut gemacht. Vermeidung ist ein Verstärker. Jedes Ausweichen stuft die Situation im inneren Katalog ein Stück bedrohlicher ein und dein Toleranzbereich schrumpft mit. Erst waren große Feiern anstrengend, dann jede Gruppe, dann normale Gespräche, dann Telefonate und irgendwann klingelt es an der Tür und dein Puls geht hoch. Das passiert nicht in einer Woche, es passiert über Monate, so leise, dass du den Punkt nie bemerkst, an dem Schutz zu Käfig geworden ist. Der Unterschied ist an einer einzigen Frage erkennbar. Wie fühlst du dich nach dem Alleinsein? Aufgeladen und irgendwann wieder neugierig auf Menschen. Dann war es Erholung. Taub, träge und noch ängstlicher als vorher? Dann war es Vermeidung. Und Vermeidung erkennst du daran, dass die Erleichterung nach der Absage nach 20 Minuten verpufft. Der Ausweg ist nicht die Party. Der Ausweg ist die kleine Dosis. 10 Minuten Kaffee. Ein kurzer Anruf. Alleinsein unter Leuten. Kontrolle über die Dosis, nicht Flucht. Strategie 5. Der Satz, der dir bestimmte Menschen komplett neu erklärt. Denk mal an die Person, die dich am zuverlässigsten aus der Fassung bringt. Was macht sie eigentlich genau? Sehr oft ist es kein Angriff. Es ist eine Nebenbemerkung, ein Blick, ein Ton. Objektiv fast nichts. Und trotzdem denkst du 3 Tage später, nachts, noch darüber nach. Der Grund ist, dass ihr Verhalten meistens etwas über sie erzählt. Menschen, die ständig kontrollieren, tragen eigene Angst mit sich herum. Menschen, die alles kleinreden, kommen selbst nie an Anerkennung ran. Was sie in den Raum werfen, gehört ihnen. Aber warum bleibt es dann an dir hängen? Weil es auf eine Stelle trifft, an der du selbst unsicher bist.
Der Vorwurf, du seist zu empfindlich, trifft nur, wenn du das insgeheim befürchtest. Sonst rutscht er ab wie Wasser an einer Jacke. Und das ist eine ziemlich gute Nachricht, denn damit wird jede Bemerkung, die dich unverhältnismäßig trifft, zur Landkarte. Sie zeigt dir präzise, wo bei dir noch etwas offen ist. Der Reiz ist plötzlich nicht mehr nur Belastung. Die Menschen, die dich am meisten nerven, sind die ehrlichsten Kartografen, die du hast. Nur löst das dein Grundproblem noch nicht. Denn selbst wenn du weißt, dass es nicht um dich geht, kostet dich der Umgang damit weiter Kraft. Und jetzt kommt der Punkt, auf den alles zuläuft. Strategie 6. Und das ist die, wegen der ich dieses Video gemacht habe. Wir haben die ganze Zeit über den Reiz geredet, über Menschen, Lautstärke, Bemerkungen. Und das war nur die Hälfte der Rechnung. Die andere Hälfte, die größere, ist dein Widerstand dagegen. Denk an das Meeting, in dem jemand redet und redet. Der Ton ist anstrengend, klar. Aber was macht dein Kopf die ganze Zeit nebenher? Er sagt, das darf nicht sein. Warum merkt er das nicht? Warum muss ich das aushalten? Ich will hier raus. Wann ist das endlich vorbei? Das ist ein zweiter, kompletter Prozess, der parallel läuft. Und der ist um ein Vielfaches teurer als das Zuhören selbst. Du hörst nicht nur einer anstrengenden Stimme zu. Du kämpfst gleichzeitig innerlich gegen die Tatsache an, dass es diese Stimme überhaupt gibt. Das ist wie mit angezogener Handbremse fahren. Der Motor läuft, aber die halbe Leistung verbrennst du gegen dich selbst. Und jetzt der Satz, der alles dreht. Ein großer Teil dessen, was du für Überreizung hältst, ist gar keine Überreizung. Es ist Widerstand gegen die Überreizung. Nicht die Lautstärke erschöpft dich. Dein Protest gegen die Lautstärke erschöpft dich. Nicht der Mensch. Deine innere Forderung, dass er anders sein müsste. Deshalb wirkt radikale Akzeptanz an dieser Stelle so brutal gut. Nicht als Weichspüler, nicht als Gutfinden, sondern als reine Mathematik. Akzeptanz heißt nicht, dass es okay ist. Akzeptanz heißt, es ist gerade so. Punkt. Und dieser Punkt spart dir sofort die Energie, die du bisher in einen Kampf gesteckt hast, den du nie gewinnen konntest. Probier es beim nächsten Mal aus. Sag innerlich nur diesen einen Satz. Der Mensch ist gerade so und ich muss nichts dagegen tun. Du wirst merken, wie etwas nachlässt. Nicht der Reiz, die Anstrengung. Das ist der eigentliche Schutzschild. Kein Panzer, keine Mauer, kein Rückzug, sondern das Loslassen eines inneren Kampfes gegen Dinge, die ohnehin passieren. Bleibt noch ein letzter Schritt, den fast alle vergessen. Strategie 7. Der Schnitt danach. Dein Nervensystem braucht nach sozialen Situationen einen klaren Übergang. Sonst nimmst du die Stimmung des Raums mit nach Hause und wunderst dich abends, warum du gereizt bist. 10 Minuten reichen. Ohne Handy. Ein Stück zu Fuß, kaltes Wasser über die Hände, die Jacke bewusst aufhängen und innerlich sagen, das war da draußen. Klingt fast albern. Aber Rituale wirken, weil dein Gehirn sie als Zustandswechsel abspeichert. Du gibst ihm ein Signal, dass die Simulation der anderen jetzt ausgeschaltet werden darf. Und wenn du das ein paar Wochen durchziehst, verändert sich etwas Grundsätzliches. Du wirst nicht weniger sensibel. Du wirst nur nicht mehr von jedem Raum überschrieben. 7 Strategien, ein Prinzip. Der teuerste Teil deiner Erschöpfung ist selten der Reiz. Es ist der Kampf dagegen. Aber es gibt noch eine Ebene darunter, die wir heute nur gestreift haben, nämlich die Frage, warum manche Menschen schon bei völlig banalen Dingen an ihre Grenze kommen, warum sich eine ungeöffnete Rechnung, ein volles Spülbecken oder eine einzige unbeantwortete Nachricht wie ein unlösbares Problem anfühlen kann. Das hat wenig mit Faulheit zu tun und sehr viel mit einem System, das schon vorher überzogen war. Das schauen wir uns im verlinkten Video an. Dort geht es darum, was in deinem Kopf wirklich passiert, wenn dich der kleinste Kram überfordert. Und wie du diese Blockade löst, ohne dich zu irgendetwas zwingen zu müssen.